Mein Name ist Achim Heine, ich komme eigentlich aus Frankfurt, also 60 Kilometer südlich von Wetzlar. Ich lebe allerdings jetzt in Berlin seit meiner Berufung 1993 an die Universität der Künste als Professor für Design. Bin ich hier nach Berlin gezogen, aber ich bin natürlich immer noch von Herzen her Frankfurter und habe von daher auch natürlich vielleicht ein bisschen die hessische DNA, die auch Leica ausmacht. Seit 2000 arbeite ich für Leica. Es fing an mit der Gestaltung einiger Kameras und erweiterte sich dann relativ schnell auch in Richtung die ganze Markenpositionierung, die Kommunikation. Die ganze Gestaltung der Kameras basierte damals sehr, sehr stark auf dem Heritage, auf der großen Vergangenheit von Leica, auf der sehr klaren geometrischen Formensprache. Und das war auch was dann, als es um die Uhren ging, letztendlich ein wichtiger Punkt war, denn auch ein Produkt, was nicht Kamera ist, muss sich natürlich in die Marke einfügen und muss sozusagen die gleichen Werte teilen wie die Kameras. Andreas Kaufmann fragte mich dann, ob ich mir vorstellen könnte, diese Uhren zu gestalten oder eine Grundgestaltung zu entwickeln für die ersten Modelle. Das fand ich natürlich super interessant. Auf der anderen Seite war natürlich klar, es ist eine unglaubliche Verantwortung. Es ist ja nicht nur so, dass man für Leica in der Kommunikation was macht oder vielleicht eine Kamera entwirft, sondern es ging darum, ein komplett neues Produktsegment ins Leben zu rufen, was letztendlich auch die Marke repräsentiert und deren Werte. Es ist faszinierend zu sehen, wie reich die Leica-Geschichte an unterschiedlichen Formensprachen ist. Und für mich war wichtig zu schauen, welche der Details könnte ich transformiert sozusagen nutzen, um daraus letztendlich auch eine Stilistik für die neuen Leica-Uhren zu entwickeln. Die Frage war, wie bekommt man es hin, mit dieser starken Leica-Sprache, die eigentlich keine Designsprache ist, sondern eine Ingenieurssprache, wie bekommt man es hin, Uhren zu machen? Ein Produkt besteht ja eigentlich generell aus zwei Ebenen. Auf der einen Seite ist natürlich die funktionale Ebene, auf der anderen Seite ist es die gestalterische Ebene. Auf der funktionalen Ebene ist es natürlich bei einer Uhr immer ganz schön, wenn man etwas Besonderes macht. Etwas, was vielleicht vorher noch nicht so üblich war und das auch, was man sich ausdenkt, passt zu dem, was die Marke, für die man ein Produkt macht, repräsentiert. Im Falle von Leica war relativ schnell die Idee vorhanden, nicht die klassische Zugkrone der normalen Uhren, also wo man praktisch zieht, um die Uhr zu stellen oder um sie anzuhalten, zu benutzen, sondern eine Drückerkrone zu entwickeln. Den Drücker drücken kann, um die Uhr zum Stehen zu bringen, zum Einstellen zu bringen, unterschiedliche Funktionalitäten abzurufen, ist natürlich total interessant, weil sie eine große Analogie zu der klassischen Kamera bietet. Natürlich, der Druck auf den Auslöser ist die gleiche Bewegung wie dann der Druck auf die Krone. Mir war wichtig bei der Gestaltung der Uhren ZM1 und ZM2, dass sie nicht das Design der Kamera imitieren, sondern dass sie sich inspirieren lassen von den unglaublich vielen Variationen, die in der Geschichte von Leica in Bezug auf die Formensprache der Produkte vorhanden sind. Die Uhr sollte wie die Kamera auch ein Stück weit Instrument sein, was in einer einfachen, modularen Gestaltungssprache und in höchster Perfektion die Fokussierung auf das Wesentliche, die Einfachheit, den Minimalismus, die Nachvollziehbarkeit. Und da ist die Uhr sicherlich ein sehr passendes Familienmitglied in diesem Spektrum der Produkte dieser großen Marke.